Heute stellen wir mal die Ventile ein und ich werde dem Patrick erzählen, wie es geht, damit ich ein bisschen besser filmen kann. Gut, also kannst du eigentlich schon anfangen, Sitz runter machen und die Airbox raus. Das ist das Erste. Ja, deine hat noch diese Batterieabdeckung. Hat meine gar nicht. Das ist neu. Die, Hast du überhaupt schon mal selber was dran gemacht an der Maschine? ja, die ganzen Sachen, halt so die Griffheizung und sowas, aber sonst Ja. Umschraub nicht. Wartung noch nicht, alles klar. Jungfräulich quasi. Genau, also da müssen zuerst mal die Seitenteile ab. Das sind ja einfach zwei Achter. Hast du irgendeine Dose? Ja, genau, super. Die muss man irgendwie aushängen. Ja. Du musst die erstmal hinten ausklipsen und dann rausziehen nach oben, genau. Ja. Das ist der Schalter für die Griffheizung, ne? Gut, als nächstes müssen die zwei Schrauben hier gelöst werden. Das sind diese Koppler für die Airbox. Du weißt danach, welche Schrauben wo wir. Ja, 100 Mal schon gemacht. So, den musst du lösen, weil die Airbox muss ja komplett raus. Das ist der Muss man den Kabelbinder weg. Lufttemperatursensor. Ja, ich denke schon. Oder? Warte. Ja, das ist so eine Sicherung, dass der nicht einfach abgeht. Was ist das? Der. Luftemperatursensor. Genau, und den einfach irgendwo hin, wo er nicht stört. So, dann brauchst du einen 6er für die Schelle. Für die Schelle hier unten. Das ist jetzt ein bisschen verdreht. Muss mal schauen, wie du da am besten drankommst. Siehst du die da? Ja. Der Laderegler, der muss dann auch ab, weil hier unten drunter, siehst du, da ist nochmal eine Schraube. Die ganz kleine. Ne? Ja. Gut, dann, die muss auch ab. Und genau dasselbe Spiel auf der anderen Seite. Das hält die Airbox im vorderen Bereich. Bei dir ist es ein bisschen anders als bei mir. Da ist dieser Schlauch hier ist bei mir auf der anderen Seite. Interessanterweise. Also ich habe bei mir das so gemacht. Ich habe einfach das Loch hier größer gemacht. Dann kommt man da besser rein. Warte mal, kann ich dir ein bisschen helfen? Nee. Ah, wunderbar. Ja, kannst eigentlich die Airbox mal anheben. Oder ich kann dir helfen, wenn du willst. Dann kannst du mal kurz halten. Und du ziehst dann einfach hier, dass es plopp macht. Na, das ist noch ziemlich fest auf dem Ansaugstutzen drauf. Das ist bei dir ein bisschen anders. Der hat mal eine andere Schlauchstelle lösen, so zum Ansaugstutzen. Das ist die hier vorne, oder? Ja. Schauen, dass du das nochmal reindrückst. Komplett. Ah, siehst Jetzt du? hat's. Jetzt ist er nahe. Also, liebe Kinder, immer die vordere Schlauchstelle lösen. Das ist die hintere. Das ist bei meiner ganz anders. Bei meiner gibt es nur eine. Ha, jetzt haben wir es. Interessant, bei dir fehlt der eine Anschluss da komplett. So, jetzt kannst du weitermachen, wenn du magst. Gut, mach mal. Also, du siehst ja, was da noch für Anschlüsse sind an der Airbox. Ne? Das heißt, der Schlauch hier, den musst du mal abziehen. Und dann guckst du mal, ob du die Airbox schon rausziehen kannst. Einfach hier, einfach abziehen. Passiert nichts. So, und jetzt guckst du mal, ob du rausbekommst. Musst wahrscheinlich auch ein bisschen rumwackeln. Zumindest vorne. Weil da diese Entkoppler sich gerne mal irgendwo verhaken. Genau. Da ist jetzt meine. Einfach ein bisschen drehen. Gut. Ja, komisch. Normalerweise, also meine hat einen Anschluss mehr. Meine Airbox. Da ist nämlich hier nochmal was und auf der Seite auch noch. Hier, ABS-Steuergerät, ne? So. Ah, guck mal, das ist zugestopselt hier. Was ist das? Das ist eine Entlüftung. Hast du ein Sekundärluft? Warte mal. Ich vermisse das Sekundärluftsystem an deiner. Vielleicht hat die das gar nicht mehr. Das ist jetzt nichts Schlimmes, brauchst du keine Angst haben. Das ist gut, wenn du das nicht hast, weil das ist nämlich dann weniger Zeug. Hast du die selber gekauft mit 0 Kilometer? Ja. Ah ja, okay. Also Sekundärluftsystem hast du nicht selber ausgebaut. Nein, das sind 2016. Ah ja, dann hat die wahrscheinlich keins mehr. Deswegen hast du einen Schlauch weniger. Die sind einfacher zu entfernen, dann würde ich die zwei abmachen. Kabelbinder brauchst du meistens nicht abmachen. Die kannst du beide abziehen. Was ist das für ein Teil? Das ist quasi so eine Verteilerbox für Kurbelgehäuseentlüftung hier oben und Ventildeckelentlüftung und Kurbelgehäuseentlüftung. Und das geht dann in die Airbox rein. Das läuft dann wieder in die Airbox. Also da saugt es dann quasi so
Öldämpfe an. Also den kannst du dran lassen und den einfach so irgendwo aus dem Weg, irgendwo dahinter, ist egal. Hauptsache, dass du den Deckel hier rausbekommst. Ne? Kurz brauchst du 10er, mit Verlängerung am besten. Den kannst du einfach hochziehen. Du musst ein bisschen rumwackeln, musst halt schauen, dass du nicht irgendwie an den Kabeln da so hängen bleibst und am besten so in die Richtung abziehen. Ja, kommt, da ist er. Wunderbar. So, also, das sind jetzt die Kipphebel. Einlass, Auslass. Und was wir einstellen, ist das Spiel zwischen diesem Ärmchen da und dem Shim. Aber jetzt so auf den ersten Blick sehen dann eigentlich ganz gut aus. Auf was schaust du da? Ich schaue auf die Oberfläche. Das ist das Einzige, was du jetzt schon sehen kannst. Von den Rollen. Ja, genau. Die Nockenwelle ist da unten drunter. Siehst du noch ein bisschen was? Jetzt müssen wir aber erstmal auf oberen Todpunkt einstellen. Sonst kannst du nämlich nicht das Ventilspiel einstellen. Also nächste Arbeit ist jetzt auf den oberen Todpunkt zu stellen. So dass diese kleine Markierung hier drin, ich weiß nicht, ob man das jetzt sehen kann. Stellt scharf, ja. Dass die quasi mit dieser Schraube hier fluchtet. Machen wir aber gleich. Also das Einfachste ist, du schaltest jetzt in den 6. Gang und dann drehst du einfach hinten am Rad, bis das passt. Ja? Aber ich kann das gerne für dich machen, weil ich habe das ja schon 100 Mal gemacht. Das war jetzt der Autodeko, der geklackt hat, das ist nichts Besonderes. Was macht er? Der Autodeko, das ist eine extra kleine Welle auf der Nockenwelle. Und das ist ein Fließkraftgewicht. Das heißt, bei niedrigen Drehzahlen schert die ein und öffnet quasi kurz vorm oberen Todpunkt das Auslassventil ein kleines bisschen, damit der Startermotor das einfacher hat zu drehen. Aha. Und wenn dieser Mechanismus nicht funktioniert, dann startet die nicht. Beziehungsweise, wenn du Glück hast, vielleicht 1-2 Mal, dann ist die Batterie leer. Und sobald sich das Nockenwellenrad schneller dreht, zieht es das Gewicht nach außen und dann ist der Autodeko außer Funktion. Das heißt, die Nockenwelle ist dann an dieser Stelle immer plan. Ja, es kann jetzt sein, dass es hier automatisch aufging, damit es einfacher ist, das zu drehen. Also da ist eine Markierung auf der Nockenwelle in diese Richtung. Und wenn du unterhalb der Schraube guckst, wenn du einfach ein bisschen runter gehst, da ist nochmal ein Strich, ne? Und das muss fluchten. Also es muss nicht 100% genau fluchten. Das Wichtigste ist, dass man die Achsen hier rausziehen kann durch diese Löcher in der Nockenwelle. Das ist die Hauptsache. Und nur wenn das so steht, kannst du das Ventilspiel einstellen. Und jetzt messen wir einfach mal. Gut. Ich zeig dir, wie es geht. Soll-Ventilspiel ist zwischen 0,013 und 0,07. Und ich mache das meistens so, ich fange dann mit der 15 an, die sind beschriftet auf einer Seite, irgendwo, da. Ich nehme dann meistens die 15 und gucke, ob die noch reinpasst. Also du isolier die mal, den anderen Rest kannst du wieder in diesen kleinen Griff reintun. Und du musst jetzt quasi hier zwischen Shim und diesem Hebelarm reingehen und gucken, ob es noch reinpasst. Probier einfach mal aus, wie das für dich am besten passt. Und das muss wirklich ganz entspannt reingehen. 15 natürlich nicht, weil sonst ist es zu viel. Nee, das geht nicht rein. Geht nicht, okay. Dann probier mal die anderen durch. Kannst du ruhig ein bisschen biegen, das ist kein Thema. Ja, auch nicht. Also ich gehe dann nachher nochmal durch, nochmal nochmal überprüfen, dann probierst du die nochmal. Musst du immer ein bisschen, also ich gehe auch öfter mal, ja genauso seitlich rein. Also wir müssen jetzt erstmal rausfinden, welches Spiel haben wir eigentlich. Genau, müssen wir die Zähne. Oder gibt es einen Achter? Nehmen wir den Achter. Da. Da, ja. Nehmen wir den Achter. Probieren wir, ob die reingehen. Die sollten eigentlich reingehen. Wenn nicht, dann ist es sehr klein, das Ventilspiel. Wie verändert sich das normalerweise? Wird's weniger oder wird's Es wird mehr? eigentlich kleiner. Konstruktionsbedingt. Ah, Der geht, okay. da geht er durch. Passt. Flutscht. Saugend, das habe ich mir gemerkt. Ja, genau, saugend. Das schaut auch gut aus. Da saugt er sich auch rein. Da Gut, auch. okay. Da war es jetzt am leichtesten schon. Ja, okay. Also, wir haben gesagt, 0,8 passt überall rein. Das heißt, wir arbeiten uns jetzt immer weiter hoch und gucken, was reinpasst. So, wir haben festgestellt, überall 0,08. Man muss nichts einstellen. Das heißt, wir sind jetzt schon fertig. Können wir wieder zusammenbauen. Ventilspiel überprüft. Gut. Na, mehr muss man nicht machen. Wie würde es denn gehen? Es würde folgendermaßen gehen. Wenn du jetzt feststellst, du hast jetzt zum Beispiel, bei dem bist du jetzt unter 0,08, sage ich jetzt mal, ne? Dann löst du diese zwei Schrauben, die hier und die hier, nimmst dann die längere von den beiden Schrauben und gehst hier durch
Ja. Und dann kannst du die nämlich reinschrauben in diese Kipphebelachse hier. Okay. Und die kannst du dann rausziehen, dann ist der locker und dann kommst du an den Schirm ran und den kannst du mit Magnetwerkzeug rausziehen. So funktioniert Und das. da setzt man dann den anderen Schirm dafür ein. Genau. So, dass das Der Spiel dann passt. passt. Also wenn das Spiel zu klein ist, dann musst du einen kleineren Schirm einsetzen und wenn es zu groß ist, musst du einen größeren Schirm einsetzen. Was wir noch festgestellt haben, die Kipphebeln sind noch nicht gekörnt. Hier, die Achse. Deswegen bauen wir die jetzt noch aus und körnen die noch. Das ist immer so eine Vorsichtsmaßnahme. Also, wie ich gesagt habe, die alle lösen und nimmst die längere und ziehst damit die Achse raus und dann kannst du den Kipphebel ausbauen. So, also die Schraube ist jetzt schon drin durch das Nockenwellenrad in die Kipphebelachse. Ja, und das ziehst du jetzt einfach raus. Manchmal geht es mit der Hand, manchmal brauchst du eine Zange. Saugend. Genau. So, und das würde ich jetzt vielleicht auf ein Stück Papier legen. Tja, und jetzt kannst du den Kipphebel einfach rausnehmen. Gut. Genau, so schaut es dann aus. Und was du siehst, da ist halt nichts gekörnt. Ne? Das ist halt so eine Homemade-Geschichte. Körnerpunkt in der Mitte, dann kommt ein Ring und dann kommt nochmal ein Ring. Und ich will quasi in den ersten rein, dass sich das Material ein bisschen nach außen verbreitert sozusagen. Und ich mache da jetzt 3 Punkte rein. So im 120 Grad Abstand ungefähr. Ja, genau. Muss auch nicht groß sein. Also der ist jetzt ziemlich klein geworden, aber das reicht eigentlich schon. Das ist so Gefühlssache. Ja. Es gibt Leute, die sagen, oh, das bringt ja nichts. Alles Unsinn. Aber wie gesagt, ich bin mal in 30.000 Kilometer gefahren und der war tipptopp. Also Machen die das dann am Werk rein? Gar Weil so nicht. ist er ja auch relativ fest. die machen das gar nicht. Das ist eine reine Vorsichtsmaßnahme, damit die Achse nicht rauswandert. Also 3 Punkte jetzt reingemacht. Manche machen 4, aber 3 reichen theoretisch auch. Und die dreht sich auch frei, also die ist okay. Bei den alten war das so, da war diese Achse nicht genug gehärtet, die in der Mitte, die wir jetzt gekörnt haben. Ja. Und dann ging die Rolle quasi so hoch runter. Ja. Das war genau das Fehlerbild bei meiner alten, dass sie dann nicht mehr gestartet ist. Weil dann kannst du kein Ventilspiel mehr einstellen, das geht nicht. Sind da Kugeln oder so? Das sind Nadelläufe. Alles okay. Schön. So, dann kannst du wieder mit dem Einbau beginnen. Kipphebel, die kannst du jetzt einfach erstmal reinlegen, dann kommt die Achse rein. So passt. Ja, okay, passt. Ja, gut, in Ordnung. Okay. Das kannst du ja eigentlich merken, Auslass ist die Rolle außen. Dann die Achse. Ist egal welche, die sind gleich. Bei der Achse gibt es eine Einbaurichtung. Ja, du siehst wahrscheinlich auch selber, brauche ich dir nicht erzählen, oder? So war sie. Das ist ganz einfach. Du hast hier oben eine plane Fläche auf der einen Seite. Ja. Warte mal, ich mach das mal so ins Licht, dass wir das sehen können. Und da läuft das Öl entlang. Ja, also hier ist die Bohrung, da kommt das Öl rein und dann läuft es nach außen Aha. und versorgt die Hebel. Und das hast du auf der anderen Seite nicht. Also Patrick hat keinen Parkinson, das war jetzt gewollt. Du musst halt schauen, dass du halbwegs die Bohrung richtig triffst. Ja, ist jetzt nicht so schlimm, dass es ein bisschen daneben ist. Da steckst du einfach die Schraube von oben rein und wackelst ein bisschen. Dann richtet die sich schon aus. Da war die Länge drin. Genau, die längere ist vorne. Genau, und so läuft es bei der anderen Achse auch. Kipphebel, Achsenschrauben mit 10 Newtonmeter anziehen. Du musst schauen, dass du gut drin bist, ne? Mhm. Ja, reicht. Das ist fertig. Dann kommt jetzt der Ventildeckel wieder drauf. Was halt sauber sein sollte, ist die Dichtfläche hier. Also wenn du da nochmal ein bisschen drüber gehst, weil da ist so ein kleines bisschen Staub, Ja. Staubsand zwischendrin. Ja, ja, ja. Einfach nochmal drüber wischen. Da musst du einfach mal selber rumprobieren. Das ist Das wird schon reingehen. Und da ist bloß hier oben so eine Führung, oder? Von dem. ja, mehr oder weniger. Der sitzt ziemlich locker. Also das zieht sich dann alles fest, wenn du die Schrauben noch drauf machst. Also das sind jetzt die blödesten Schrauben aller Zeiten, wenn du mich fragst. Die einzusetzen, ja, das ist immer saublöd.
weil die ist so lang und du... Warte mal, komme ich da rein? Das ist schwierig, dann das Gewinde da drin zu treffen. Die Ventildeckelschrauben dann mit 10 Newtonmeter. Ich weiß gar nicht, wozu diese Kabelbinder eigentlich sein sollen. Das ist, glaube ich, alles nur Dekoration. Ist noch eh sehr locker. Ja, ja, das ist okay. Die brauchen nicht so fest drauf sein. Da ist eh kein Druck dahinter. Wenn man da ein bisschen Silikonfett drauf Brauchst du nicht. Nicht notwendig. Zuerst vorne rein. Wenn du das irgendwie schaffst, dann guck mal, dass dieses Gummielement hier mit der Lasche da unten irgendwie halbwegs fluchtet. Du musst immer ein bisschen so links, rechts wackeln. Guck mal von hier. Ja, ein bisschen weiter vor, ein bisschen höher. Hier ist gut. Hier auch. Also bei der SMCR folgender Trick. Noch nicht die Airbox festschrauben in diesen Punkten, sondern erst den Stutzen drauf und dann festschrauben. Ansonsten geht es nicht. Die Airbox muss nämlich ein bisschen weiter nach hinten, dann runter und dann auf den Stutzen geschoben. Auf den Throttle Body sozusagen. Bei der SMC, bei der alten ist es einfach. Einfach vorne festschrauben, runterdrücken. Das geht hier aber nicht. So, leider war nichts einzustellen beim Ventilspiel. Jetzt haben wir nur die Kipphebel gekörnt. Jetzt sind wir schon fertig. Also Zusammenbau haben wir jetzt nicht komplett gezeigt, weil es einfach in umgekehrter Reihenfolge wie der Auseinanderbau ist jetzt nicht so spannend. Schauen wir mal. Bitte? Schauen wir mal, ob es läuft.